Alina Becker kniff die Augen zusammen, während sie durch die regennasse Windschutzscheibe blickte und darum kämpfte, wach zu bleiben, als sie über die Autobahn nach Berlin raste. Sie hatte seit 3 Tagen nicht geschlafen, und die Erschöpfung lastete schwer auf ihr, aber sie konnte nicht anhalten. Nicht, wenn das Leben ihrer Mutter davon abhing. Ihr Handy klingelte, und sie drückte die Lautsprechertaste. »Präsident Hoffmann, ich verspreche, ich werde Chef Jäger finden, um Ihrer Tochter Anna zu helfen.« »Das haben Sie schon einmal gesagt«, schnappte Hoffmann, seine Stimme knisterte mit statischem Rauschen. »Wenn Sie wieder versagen, sind Sie gefeuert. Verstanden?« »Ja, Sir«, antwortete Alina, aber er hatte bereits aufgelegt. Sie wischte Tränen weg und dachte an ihre Mutter, die auf der Intensivstation lag. Die Ärzte hatten ihr noch 1 Monat zu leben gegeben, wenn Alina sich nicht die Nierentransplantation und die Pflege leisten konnte, die sie dringend brauchte. Ihr Handy vibrierte mit einer Nachricht von ihrer Kollegin Beate aus dem Restaurant Haus Jäger. Fluchend nahm Alina die Ausfahrt und eilte in die Stadt. Die tröstlichen Düfte von Gänsebraten und Rotwein umhüllten Alina, als sie durch die Hintertür des Restaurants trat. Ihre Freundin Beate zog eine Augenbraue hoch. »Harter Tag!« Alina nickte müde, während sie sich ihre Schürze umband. »Ich muss nächsten Monat diesen regionalen Kochwettbewerb gewinnen. Das Preisgeld könnte Mamas Operation bezahlen.« In diesem Moment platzte ihr Manager, Herr Wagner, mit 2 Männern in Anzügen herein. »Der Präsident ist hier, mit seiner Tochter!« Alinas Herz raste. Das war ihre Chance. Sie holte tief Luft und trug ihr Signature-Gericht hinaus: Gänsebraten in Riesling mit klebrigem Reis. Als sie es vor der blassen, teilnahmslosen Anna Hoffmann abstellte, hielt Alina den Atem an. Zunächst starrte das Mädchen nur leer auf den Teller, aber dann nahm sie einen kleinen Bissen. Und noch ein. Bald aß sie mit Genuss, und Farbe kehrte in ihre fahlen Wangen zurück. »Ich glaub's nicht«, der Präsident starrte verblüfft. »Niemand konnte zu ihr durchdringen. Ich muss diesen Koch treffen.« Alinas Hoffnungen stiegen, nur um wieder zu sinken, als Hoffmann den Kopf schüttelte. »Nicht sie. Ich will den Koch, der das Rezept kreiert hat, das meine Tochter gerettet hat.« »Chef Leonie Jäger hat es entwickelt«, gab Alina zu, »aber sie ist vor 2 Tagen verschwunden. Niemand weiß, wohin.« Hoffmann funkelte sie an. »Finden Sie sie. Dieses Rezept könnte der Schlüssel zu Annas Genesung sein.« Als das Restaurant für die Nacht schloss, stand Alina in Gedanken versunken da und versuchte herauszufinden, was sie als nächstes tun sollte. Beate legte tröstend eine Hand auf ihre Schulter. »Wir werden Chef Jäger finden. Geh und sieh nach deiner Mutter.« Im Krankenhaus piepsten die Maschinen in einem stetigen Rhythmus im abgedunkelten Zimmer. Alina umklammerte die zerbrechliche Hand ihrer Mutter, als deren Augen flatternd aufgingen. »Liebling, hör auf, dich so anzustrengen, nicht für mich«, krächzte sie. »Ich kann nicht aufgeben, Mama.« Tränen liefen über Alinas Wangen. »Ich lasse dich nicht sterben.« Ihre Mutter schlief bald wieder ein. Als sie in das grelle Neonlicht des Flurs trat, rieb sich Alina die schmerzenden Augen. Als sie um eine Ecke bog, stieß sie mit jemandem zusammen. Eine Frau mit ihrem exakten Gesicht starrte sie an. »Du siehst genau aus wie ich«, hauchte die Doppelgängerin. Alina erstarrte. Ihr Verstand überschlug sich. Dann rief eine Krankenschwester ihren Namen und sie drehte sich reflexartig um. Als sie zurückblickte, war die Frau verschwunden. An die Wand gelehnt, versuchte Alina, die Ereignisse des Abends zu verarbeiten. Irgendwie musste sie ihre vermisste Köchin finden, einen Kochwettbewerb gewinnen, das Leben eines kleinen Mädchens retten, eine Niere für ihre sterbende Mutter sichern und das Rätsel ihres Ebenbilds lösen. Sie schloss die Augen und sammelte ihre Entschlossenheit. Sie würde es herausfinden. Sie musste es. »Morgen«, flüsterte Alina. »Ich werde morgen alles in Ordnung bringen.« Außerhalb der regennassen Fenster zog die Nacht gleichgültig weiter, unbeeindruckt von den verzweifelten Hoffnungen der jungen Köchin und der schwindenden Zeit, die der Mutter blieb, die sie liebte.
Alina starrte die Frau an, die vor ihr im Krankenhausflur stand. Es war, als würde sie in einen Spiegel schauen. Gleiche Augen, gleiches Gesicht, gleiche Stimme. Nur ihre Kleidung war anders. Die Fremde war gekleidet, als wäre sie gerade einem Modemagazin entstiegen. »Wer bist du?« fragte Alina, als sie ihre Stimme wiederfand. »Warum siehst du aus wie ich?« »Ich bin Lena Roth«, antwortete die Frau. Sie trat näher und musterte Alina eindringlich. »Ich brauche deine Hilfe. Gib dich einen Monat lang als ich aus, und ich zahle dir 5 Millionen Euro.« Alinas Augen weiteten sich. 5 Millionen? Ich verstehe nicht. Was soll ich tun? Lena zeigte ihr ein Foto von 2 blonden Kindern auf ihrem Handy. Das sind meine Zwillinge, Elias und Elise. Ich brauche dich als ihre Mutter. Was? Warum? Ich bin mit Maximilian Roth verheiratet, dem Industriellen. Es ist eine Zweckehe, nur zum Schein. Er wird nicht bemerken, wenn du für eine Weile meinen Platz einnimmst. Lenas Blick wurde schärfer. Deine Mutter liegt im Sterben, nicht wahr? Ich kann ihr die Nierentransplantation verschaffen, die sie braucht. Du brauchst Geld und einen Spender. Ich kann beides bieten. Alinas Gedanken überschlugen sich. Diese Fremde imitieren? Ihre Familie täuschen? Es war verrückt, aber ihrer Mutter blieb so wenig Zeit. »Ich kann deinen Mann und deine Kinder nicht belügen«, protestierte sie schwach. »Du wirst nicht nur lügen, du wirst 2 Leben retten, das deiner Mutter und meinen Ruf.« Lenas Tonfall ließ keinen Widerspruch zu. 1 Monat und du bekommst die Operation und das Geld, das ist der Deal. Alina dachte an das ausgezehrte Gesicht ihrer Mutter und schluckte schwer. Was müsste ich tun? In einer exklusiven Boutique wies Lena Alina an, sich eine komplett neue Garderobe auszusuchen. »Wähle, was immer du brauchst, um die Rolle zu spielen«, instruierte sie unbekümmert. Alina berührte eine Seidenbluse und war fassungslos über das Preisschild von 7.200 Euro. »Das kostet mehr, als ich in einem Jahr verdiene«, murmelte sie. »Perfekt. Nimm auch die passenden Pumps dazu«, erwiderte Lena. Sie schnippte einer wartenden Verkäuferin zu. »Und bringen Sie das schwarze Cocktailkleid, das wie ich aussieht.« Die nächsten 2 Stunden waren ein Wirbel des Anprobierens, wobei Lena Alina in allem coachte, von Designer-Labels bis zur richtigen Körperhaltung. »Steh gerade«, ermahnte sie immer wieder. »Maximilian kann schlechte Haltung nicht ausstehen.« Schließlich stand Alina vor dem Spiegel, verwandelt. Die Reflexion, die zurückblickte, gehörte zu Lena Roth mit glänzendem Haar, makellosem Make-up und Couture-Kleidung. Alina erkannte sich kaum wieder. »Denk daran, bei gesellschaftlichen Anlässen zu lächeln und zu nicken. Sprich so wenig wie möglich«, sagte Lena. »Wenn du das richtig machst, ist die Transplantationsoperation deiner Mutter für nächste Woche angesetzt.« In diesem Moment piepte Alinas Handy mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus. »Zustand der Patientin verschlechtert sich rapide. Bitte kommen Sie umgehend, um medizinische Entscheidungen zu treffen.« Ihr Magen verkrampfte sich vor Angst. »Ich mache es«, flüsterte sie. »Ich werde zu dir.« Das Betreten des Penthauses fühlte sich an, als würde sie in ein alternatives Universum eintreten. Fenster vom Boden bis zur Decke zeigten die glitzernde Skyline, weit entfernt von Alinas eigener, winziger Wohnung. Maximilian kam mit tadellosem Anzug herein. »Du kommst zu spät«, sagte er knapp. »Der Verkehr war schlimm. Es tut mir leid«, antwortete Alina und versuchte, Lenas glatten, unerschütterlichen Tonfall zu imitieren. Er musterte sie stirnrunzelnd. »Fühlst du dich wohl? Du klingst etwas seltsam.« Alinas Herz raste. »Nur eine Halsentzündung, das ist alles.« Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Nun, ruh dich aus. Die Zwillinge haben morgen ein Klaviervorspiel. Ich erwarte, dass du da bist, angemessen gekleidet, keine peinlichen Vorfälle.« Damit ging Maximilian hinaus. Alina atmete zitternd aus und fühlte sich bereits wie eine Betrügerin. Dann lugten Elias und Elise schüchtern um den Türrahmen. »Hallo ihr«, sagte sie herzlich und kniete sich auf ihre Höhe.
Ich habe Lasagne zum Abendessen gemacht. Wollt ihr sie probieren?« Kichernd über ihre alberne Mimik folgten die Kinder Alina in die Küche, und die Unbeholfenheit löste sich auf. »Das ist die leckerste Lasagne der Welt«, erklärte Elias mit vollem Mund. »Mama, hast du das Rezept aus dem Fernsehen?« »Sowas in der Art«, stimmte Alina zu, während Zuneigung in ihrer Brust aufwallte. Aber am nächsten Morgen unterbrach ein strenges Klopfen ihren unruhigen Schlaf. Maximilians Assistent Herr Stein stand an ihrer Tür, einen Ordner mit Quittungen in der Hand. »Wir haben ein Problem, Frau Roth. Diese Belastung auf der Kreditkarte Ihres Mannes.« Alina überflog die belastende Liste extravaganter Einkäufe. »Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe nichts davon gekauft«, sagte sie, während ihre Gedanken rasten. Herr Stein runzelte die Stirn. »Die Käufe führen direkt hierher. Und jetzt ist die Polizei unten und stellt Fragen.« Mit großen Augen zupfte Elias an ihrem Ärmel. »Mama, was ist los?« »Es ist nichts, Schätzchen, nur ein dummes Missverständnis.« Alinas Worte klangen selbst in ihren eigenen Ohren falsch. Nachdem sie es geschafft hatte, die misstrauischen Beamten wegzuschicken, sank Alina gegen die Küchentheke und starrte ihr blasses Spiegelbild im Fenster an. Ihr Handy klingelte und zeigte unbekannte Nummer an. »Du ruinierst alles«, fauchte Lena, als Alina antwortete. »Bring dieses Durcheinander in Ordnung, sofort.« »Mir war nicht klar, dass deine Kaufsucht außer Kontrolle ist«, gab Alina zurück und versuchte, ihre Stimme nicht zittern zu lassen. »Hoffmann ist bereits misstrauisch, das war nicht Teil unserer Vereinbarung.« Eine eisige Pause. Dann zischte Lena. »Denk daran, wenn du diese Niere willst, tust du genau, was ich sage. Oder deine Mutter stirbt.« Alina ließ das Handy aus ihren zitternden Fingern fallen. Ihre verzweifelte List löste sich schnell auf. Wenn Maximilian oder die Polizei die Wahrheit entdeckten, war alles vorbei. »Reiß dich zusammen«, befahl sie ihrem aschfahlen Spiegelbild. »Du darfst Mama jetzt nicht im Stich lassen.« Aber draußen, vor den Fenstern des Penthauses, schienen die glitzernden Stadtlichter sie zu verspotten. Wie lange könnte Alina diese gefährliche Scharade aufrechterhalten? Das Abendessen in der Villa Roth war eine angespannte Angelegenheit. Alina stocherte in ihrem Essen herum, der Appetit war ihr vergangen, während die Zwillinge ahnungslos plauderten. Maximilian saß am anderen Ende des Tisches, ignorierte sie alle und konzentrierte sich auf sein Tablet. Die drückende Stille wurde vom Türklingeln unterbrochen. Maximilians Butler trat mit einem Umschlag herein, der mit »privat und vertraulich« gekennzeichnet war. »Eine Sonderzustellung für Sie, Sir.« Maximilian öffnete ihn und überflog den Inhalt. Sein Gesichtsausdruck verfinsterte sich. Er blickte zu Alina auf, seine Augen hart. »Warum halte ich DNA-Testergebnisse in den Händen?« Alinas Herz blieb stehen. Ihre Gabel klirrte auf ihren Teller. Ich habe keine Ahnung. Laut diesem Bericht bin ich nicht der Vater von Elias und Elise.« Seine Stimme war leise und gefährlich. Alina erinnerte sich an die tratschenden Dienstmädchen, die sie belauscht hatte, wie sie über die Vaterschaft der Zwillinge spekulierten. Sie hatte gebetet, dass es nur Gerüchte waren. Das ist unmöglich, da muss ein Fehler vorliegen. Bis das geklärt ist, wirst du dieses Haus nicht verlassen. Die Kinder werden rund um die Uhr bewacht. Maximilian erhob sich abrupt und schritt hinaus. Spät in der Nacht schlich Alina ins Schlafzimmer der Zwillinge. Sie schliefen friedlich, ihre engelgleichen Gesichter von zerzausten Locken umrahmt. Alinas Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Wann hatte sie begonnen, sie als ihre eigenen zu betrachten? Ein Stück weißes Papier unter der Kommode fiel ihr ins Auge. Eine Geburtstagskarte, beschriftet mit einem einzigen Namen: Maria Fuchs. Alina erstarrte. Sie hatte diesen Namen in den Transplantationspapieren gesehen, die Lena ihr gegeben hatte. Mit zitternden Händen wählte sie die Nummer des Krankenhauses. »Hier ist Alina Becker. Ich brauche Informationen über eine Patientin namens Maria Fuchs. Ist sie noch am Leben?« Die Stimme der Krankenschwester war feierlich. »Es tut mir leid, Frau Fuchs ist letzte Woche verstorben.«
Das Telefon wäre Alina fast aus den tauben Fingern geglitten. Lena hatte gelogen. Die versprochene Nierenspenderin war ein Betrug. Alinas Mutter lief die Zeit davon. Bei Tagesanbruch traf Alina Lena in einem verlassenen Café, verkleidet mit einem Hoodie und einer Sonnenbrille. »Maria Fuchs ist tot«, sagte sie ohne Umschweife und versuchte, die Panik aus ihrer Stimme zu halten. »Wer ist der tatsächliche Spender?« Lena funkelte sie an. »Das ist nicht dein Problem.« »Nicht mein Problem? Du hast versprochen, das Leben meiner Mutter zu retten?« »Dämpfe deine Stimme«, fauchte Lena. »Es ist zu spät, um jetzt auszusteigen. Du lebst seit Wochen eine Lüge. Ein Wort von mir und du kommst wegen Betrugs ins Gefängnis.« Alina wurde übel. »Du hattest nie vor, meiner Mutter zu helfen, oder?« »Der einzige Weg, wie sie diese Niere bekommt, ist, wenn du weiterhin deine Rolle spielst. Verstanden?« Lenas Augen waren wie Eisstücke. »Ich werde nicht für immer deine Marionette sein.« Alinas Worte zitterten vor kaum unterdrückter Wut und Verzweiflung. »Dann sei schlau und tu, was man dir sagt.« Lena griff nach ihrer Handtasche und ging. Am nächsten Tag nahm Alina die Zwillinge mit ins Heidepark, ihren Lieblingsfreizeitpark. Als sie auf dem Karussell fuhren, kichernd und klebrig von Zuckerwatte, konnte sie fast so tun, als wäre alles normal. Dann verschwanden Elias und Elise. »Sie waren gerade noch hier«, rief Alina den Sicherheitsleuten zu. »2 Sechsjährige, blond, sie können nicht weit gekommen sein.« Sirenen heulten, Suchteams verteilten sich. Alinas Kopf drehte sich vor Entsetzen. Ihr Telefon klingelte, unbekannter Anrufer. »Lena«, keuchte sie, »wo sind Sie? Was hast du getan?« »Ich habe dich gewarnt, nicht herumzuschnüffeln.« Lenas Stimme war sadistisch ruhig. »Beim nächsten Mal, wenn du mir nicht gehorchst, werden sie nicht lebend zurückkommen.« Eine Ewigkeit später war Alina fast ohnmächtig vor Erleichterung, als ein Polizist auf sie zukam. »Wir haben die Kinder verlassen in einem Lieferwagen gefunden. Sie wurden betäubt, aber sie sind stabil.« Die Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Maximilian tauchte durch die Menschenmenge auf, ein Bild kalter Wut. Er drückte ihr einen Stapel Papiere entgegen. »Ich habe die DNA-Tests in mehreren Laboren wiederholen lassen. Elias und Elise sind meine Kinder, ohne Frage.« Alina schlang die Arme um sich selbst, ihr Verstand überschlug sich. »Ich verstehe nicht. Genug mit den Lügen.« Maximilian packte ihren Arm, seine Finger gruben sich ein. »Wer zum Teufel bist du? Denn du bist nicht meine Frau.« Tränen verschleierten Alinas Blick. Sie konnte kein einziges Wort herausbringen. Die aufwendige Fassade, die sie wochenlang aufrechterhalten hatte, zerbröckelte zu Staub, und sie war machtlos, es aufzuhalten. Auf dem kühlen Krankenhausparkplatz stand Maximilian rot Alina gegenüber, sein Gesichtsausdruck so frostig wie der Wind, der um sie herumpeitschte. Er hielt die DNA-Testergebnisse hoch. »Ich habe es von 3 verschiedenen Laboren bestätigen lassen. Elias und Elise sind meine Kinder.« Seine Stimme war flach, kontrolliert, aber seine Augen loderten vor Wut. »Also frage ich dich ein letztes Mal, wer bist du?« Alinas Gedanken überschlugen sich. Lena hatte sie nie auf so etwas vorbereitet. Sie stammelte, »Ich wollte nur die Zwillinge beschützen. Ich hatte Angst, sie zu verlieren.« »Ich will keine Ausreden. Ich will die Wahrheit«, presste Maximilian heraus. Mit zitterndem Atem sagte Alina, »Die Wahrheit ist, Lena ist in etwas Illegales verwickelt, etwas Gefährliches. Ich habe versucht, die Kinder davor zu schützen. Erkläre, jetzt.« In seinem Arbeitszimmer, abseits neugieriger Augen und Ohren, schüttete Alina die ganze Geschichte aus. Das zufällige Treffen mit ihrem Ebenbild, Lenas Angebot, für Geld die Plätze zu tauschen, die falschen Versprechungen eines Spenders für Alinas sterbende Mutter, die gefälschten Dokumente, die Entführungsdrohungen. Maximilian hörte zu, ohne zu unterbrechen, sein Kiefer fest zusammengepresst. Als sie fertig war, fragte er leise, »Hält deine Mutter noch durch?« »Kaum«, flüsterte Alina, »sie hat nur noch Tage.« Er nickte knapp. »Diese Situation bleibt unter Verschluss um der Kinder willen. Du bleibst im Haus, bis ich mich um Lena gekümmert habe.« Alina blinzelte Tränen zurück. »Danke.«
Aber 2 Tage später zerbrach Alinas Welt mit einem Anruf aus dem Krankenhaus vor Tagesanbruch. Ihre Mutter hatte einen Herzstillstand. »Es tut mir sehr leid, wir konnten sie nicht retten.« Alina konnte sich kaum an die hektische Fahrt erinnern oder daran, wie sie im Flur der Intensivstation zusammenbrach und ihre Qual herauswimmerte. Ihre Mutter war fort. Alles war umsonst gewesen. An diesem Abend konnte sie es nicht ertragen, sich der unschuldigen Besorgnis von Elias und Elise zu stellen. Sie stopfte einige Habseligkeiten und das Foto ihrer Mutter in eine Tasche und floh in die Nacht. Kilometer entfernt fing eine Sicherheitskamera eine Frau in Designerkleidung ein, die durch eine Berliner Luxusmall schlenderte und Maximilians schwarze Kreditkarte zückte. Für das ungeübte Auge sah Lena Roth in jeder Hinsicht wie die unbeschwerte Society-Lady aus. Aber Ladenverkäufer murmelten und Smartphone-Bildschirme leuchteten mit skandalösen Schlagzeilen. »Betrügerische Köchin entlarvt«, posaunt eine Seite. »Schummler im Kochwettbewerb«, beschuldigte eine andere. Videos von Lenas katastrophaler Darbietung als Köchin Lynn wurden viral. Allein in seinem Arbeitszimmer verfolgte Maximilian die sich entfaltenden Nachrichten mit wachsendem Abscheu. Die Frau auf dem Bildschirm, voller scharfer Kanten und hinterlistiger Lächeln, hatte nichts mit der warmherzigen, fürsorglichen Mutterfigur gemein, die kürzlich in seinem Haus gewesen war. Er öffnete einen versteckten Ordner auf seinem Computer und stellte den Berg an Beweisen gegen seine Frau zusammen. Überwachungsvideos, Bankunterlagen, medizinische Dokumente, belastende E-Mails. Er schickte alles mit einer knappen Nachricht an die Behörden. Verfolgen Sie sie strafrechtlich. Interpol setzte Lena Roth auf ihre Fahndungsliste, aber es war zu spät. Sie war bereits verschwunden und hatte nur eine leere Wohnung und geleerte Konten hinterlassen. Als die Morgendämmerung über der Villa anbrach, sah Maximilian nach Elias und Elise, die friedlich schliefen. Sein Handy leuchtete mit einer ominösen Textnachricht auf. »Du denkst, du hast gewonnen? Denk noch mal nach. Das ist noch nicht vorbei.« Mit angespanntem Kiefer starrte er über das weitläufige Grundstück und stellte sich Alina vor, irgendwo allein und trauernd. »Keine Spielchen mehr, Lena«, schwor er, »das endet jetzt.« Grauer Himmel und nasse Straßen passten zur düsteren Stimmung in der Villa Roth. Wochen waren seit Lenas Verschwinden vergangen, ohne ein Zeichen von ihr trotz einer Interpol-Fahndung. Gerüchte platzierten sie irgendwo in Osteuropa, aber niemand wusste es mit Sicherheit. Abgeschirmt in einem privaten Krankenhausflügel kämpfte Alina sowohl mit körperlichem als auch emotionalem Zusammenbruch. Die Belastung durch den Verlust ihrer Mutter, kombiniert mit dem Stress und der Schuld ihrer Täuschung, hatte sie schließlich eingeholt. Sie sprach kaum, stocherte teilnahmslos in ihrem Essen. Eines Tages ging ein leises Klopfen Elias und Elise voraus, als sie ihr Zimmer betraten. »Wir haben dir etwas gezeichnet«, sagte Elise schüchtern. Es war eine Buntstiftzeichnung von ihnen vieren, Maximilian, den Zwillingen, Alina, gemeinsam lächelnd unter einer fröhlichen Sonne. »Unsere Familie«, verkündete der Titel. Tränen liefen über Alinas Gesicht, als sie das Bild umklammerte. Sie versuchte nicht, sie zurückzuhalten. An diesem Abend besuchte Maximilian sie und saß still bei ihr. »Ich wünschte, du hättest das Gefühl gehabt, mit der Wahrheit zu mir kommen zu können«, sagte er. »Ich hätte dir geholfen.« Alina verknotete ihre Hände in ihrem Schoß. »Lena ließ mich glauben, sie sei meine einzige Hoffnung, meine Mutter zu retten. Ich war verzweifelt genug, um auf ihre Lügen hereinzufallen.« Maximilian seufzte. »Sie hat uns alle getäuscht. Was jetzt zählt, ist, die Dinge in Ordnung zu bringen, für dich und die Kinder.« Seinem Wort getreu entsperrte er Alinas eingefrorene Konten, befreite sie von rechtlichen Anklagen und übernahm die Krankenhausrechnungen ihrer Mutter. Alina war dankbar, aber immer noch verloren. Konnte irgendetwas wirklich wieder in Ordnung gebracht werden? Die Medien explodierten mit neuen Meldungen. Online durchgesickerte Sicherheitsaufnahmen zeigten Lena,
die sich als Köchin Lynn ausgab und bei einem großen Kochwettbewerb völlig versagte. Wütende Juroren, empörtes Publikum und vernichtende Hashtags wie Boschkasch, Fake Chef Lena wurden schnell viral. Dann trat die echte Köchin Lynn, Leonie Jäger selbst, mit unbestreitbaren Beweisen ihrer wahren Identität und des Eigentums an den gestohlenen Rezepten hervor. In einer meisterhaften Demonstration bereitete sie ihr Signature-Gericht zu, das Lena verhunzt hatte, und beeindruckte eine Jury von Meisterköchen. Während sie die Nachrichten von ihrem Krankenhausbett aus verfolgte, schmerzte Alinas Herz. Sie rief Leonie sofort an. »Es tut mir so leid, dass du in dieses Durcheinander hineingezogen wurdest«, sagte sie. Nach einer langen Pause antwortete Leonie, »Du hast diese Situation nicht geschaffen, aber du kannst mir helfen, sie zu beheben.« 2 Wochen später, bei den nationalen Kochmeisterschaftsfinalen in München, führte Leonie Alina ins Rampenlicht. Mit Lenas Disqualifikation hatte sich ein Wildcard-Platz geöffnet. Die Juroren stimmten zu, Alina unter ihrem echten Namen und ihrer wahren Geschichte antreten zu lassen. Reporter strömten herbei, begierig darauf, die betrügerische Köchin, die nun Wiedergutmachung sucht, zu sensationalisieren. Alina ignorierte den Trubel und konzentrierte sich darauf, das Andenken ihrer Mutter mit dem Gericht zu ehren, das alles begonnen hatte, jenem, das kurzzeitig zu Anna Hoffmann durchgedrungen war. In einem Feld von Starköchen mit aufwendiger Ausrüstung stach Alina durch ihre Schlichtheit hervor. Sie arbeitete beständig und ruhig und griff auf alles zurück, was ihre Mutter ihr beigebracht hatte. Keine Tricks oder Abkürzungen, nur ein ehrliches, von Herzen kommendes Gericht. Als die Juroren ihre fertige Kreation probierten, legte sich eine Stille über den Raum. Einer nach dem anderen legten sie ihre Gabeln nieder. »Außergewöhnlich«, erklärte ein Juror, »nicht nur technisch perfekt, sondern voller Seele. Es erinnert uns daran, worum es beim Essen wirklich geht, Körper und Geist zu nähren.« Unter stehendem Applaus und einem Sturm von Kamerablitzen nahm Alina den Titel von Deutschlands neuer nationaler Kochmeisterin an, demütig und zitternd. Dann schritt ein großer Mann in einem dunklen Mantel zur Bühne und forderte Ruhe. Er hielt ein Foto von Lena hoch und sprach Alina direkt an. Sie wurde zurück in Deutschland gesichtet. Die Polizei rückt näher. In der fassungslosen Stille, die folgte, traf Alinas Blick den von Maximilian quer durch den Raum, und sie sah ihre eigene Besorgnis darin gespiegelt. Der Applaus erstarb augenblicklich, als ein Mann auf die Bühne schritt und ein Foto hochhielt. 2 Beamte in Zivil folgten ihm. Der Mann an der Spitze, eindeutig ein Bundesagent, sprach in die plötzliche Stille. »Alina Becker, Sie müssen sofort mit uns kommen. Es ist dringend.« Maximilian sprang auf die Füße. »Was geht hier vor?« verlangte er zu wissen. Der Agent begegnete seinem Blick. »Lena Roth ist hier in München. Sie hat sich unter falschem Namen in einem Privatkrankenhaus im Glockenbachviertel einquartiert. Wir haben ihre Identität bestätigt.« Alina wurde eiskalt. Ihre Hände zitterten. »Ist sie verletzt? Warum ist sie jetzt wieder aufgetaucht?« Sie wurde bewusstlos eingeliefert, nachdem sie in einem Hotel zusammengebrochen war. Der Fingerabdruckabgleich bewies, dass sie es ist, trotz ihrer Weigerung, es zuzugeben. Maximilian wandte sich an Alina, den Kiefer angespannt. »Wir müssen gehen. Sofort.« Die Fahrt zur Klinik verging in einem Wirbel aus Sirenen und knappen Funkgesprächen. Alinas Magen verkrampfte sich vor Unbehagen. Drinnen wies eine ängstlich wirkende Empfangsdame sie zu Zimmer 207. »Sie ist stabil. Es steht ein Wachmann vor der Tür«, sagte die Frau nervös. Lena wirkte schmächtig gegen die weißen Krankenhauslaken. Eine Infusionsleitung schlängelte sich in einen blau angelaufenen Arm. Aber ihre Augen blitzten vor Bosheit, als Alina und Maximilian eintraten. »Na, das glückliche Paar«, krächzte sie. »Ihr 2 gebt ja ein hübsches Bild ab.« Alina verschränkte die Arme. »Was machst du wieder hier, Lena?« Ein dünnes Lächeln.
Ich erledige unerledigte Angelegenheiten. Verdiene ich nicht auch einen Abschluss?« Maximilian sah aus, als wollte er etwas schlagen. »Abschluss? Nach den Nummern, die du abgezogen hast? Unsere Kinder gefährdet, Chaos in unser Leben gebracht? Du kannst froh sein, dass du noch atmest.« Lena zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Niemand ist tatsächlich gestorben. Ihr solltet mir danken.« »Du brauchst ernsthaft Hilfe«, sagte Alina und bemühte sich, ihre Stimme ruhig zu halten. »Es geht dir nicht gut.« Lena lachte heiser. »Das ist ja wohl ein starkes Stück, ausgerechnet von meiner Stellvertreterin. Sag mir, wie fühlt es sich an, mein Leben zu leben, hm?« »Ich tat, was ich tun musste, um meine Mutter zu retten«, entgegnete Alina scharf. »Du hast immer nur an dich selbst gedacht. Erzähl dir das ruhig weiter.« Lenas Augen wurden flach und kalt. »Vergiss nur nicht, du verdankst mir all das. Alles, was du jetzt hast, ist wegen mir.« Zurück im Anwesen lief Alina in dieser Nacht ruhelos in ihrem Schlafzimmer auf und ab. Sie sah nach den Zwillingen, die friedlich den Flur hinunterschliefen, und versuchte, ihre rasenden Gedanken zu beruhigen. Ihr Handy piepte mit einer eingehenden Nachricht. Ein Videoclip. Stirnrunzelnd drückte sie auf Wiedergabe. Es war körniges Überwachungskameramaterial. Alina schaute zu, während ihr zunehmend übel wurde, wie eine Frau, die unverkennbar Lena war, verkleidet in Krankenhauskittel, Bargeld gegen ein Fläschchen mit etwas von einem nicht identifizierten Arzt tauschte. Der Zeitstempel war die Nacht, in der Alinas Mutter gestorben war. Das Handy glitt aus Alinas tauben Fingern, als entsetzliches Verstehen über sie hereinbrach. Sie war mit der Polizei bei Sonnenaufgang in der Klinik, aber Lenas Bett war leer, das Zimmer rein gewaschen von ihrer Anwesenheit. »Sie hat sich heimlich während der Nachtschicht ausquartiert«, sagte eine erschöpfte Krankenschwester. »Wir dachten, sie sei zu schwach, um sich zu bewegen, aber…« Ein hilfloses Achselzucken. Alina starrte blind aus dem Fenster. Ihr Handy brannte ein Loch in ihre Tasche. Lenas letzte SMS hatte sich in ihren Verstand eingebrannt. »Du hast mich gehen lassen. Schau zu, was jetzt passiert.« Die Vergeltung war schnell und gnadenlos. Roth Industries wurde von Enthüllungen über einen Direktor erschüttert, der Millionen veruntreut hatte. Abhörgeräte tauchten in Maximilians privatem Arbeitszimmer auf. Die Schule der Zwillinge wurde nach einer telefonischen Bombendrohung evakuiert. Und das war erst der Anfang. Es wurde schnell klar. Lena wollte ihnen denn nicht nur wehtun, sie wollte verbrannte Erde. »Sie hat Zugang zu allem«, sagte Maximilian grimmig und schritt vor den versammelten Cybersicherheitsexperten und Polizisten auf und ab. Finanzen, persönliche Unterlagen, Zeitpläne, Zugangscodes, alles ist angreifbar. »Wie ist das möglich?« fragte ein Polizist und kritzelte in seinem Notizbuch. »Sie hat 5 Jahre hier gelebt. Sie kennt diesen Ort besser als ich«, antwortete Maximilian. Um den Kopf frei zu bekommen, ging Alina an diesem Abend über das frostige Gelände. Die kalte Luft brannte in ihren Lungen. Das Summen einer eingehenden SMS ließ sie zusammenzucken. Es war ein Foto von Elias Schlafzimmer, seine Decke, sein Lieblingsstofftier. 3 Worte darunter ließen Alinas Herz stillstehen. Tick, tack, Mama. Alina rannte. Nach Maximilian rufend nahm sie die Treppe 2 Stufen auf einmal, platzte ins Schlafzimmer der Zwillinge und fand nur die verstreuten Überreste der Kindheit, zerwühlte Decken, zurückgelassene Spielzeuge. Kein Elias, keine Elise. »Nein«, stöhnte Alina, ihre Knie gaben nach. »Bitte nicht!« Maximilians Gesicht wurde knochenweiß, als er sich am Türrahmen festhalten musste. »Sie hat sie genommen«, sagte er heiser. »Oh Gott, Lena hat unsere Kinder.« Liebe Zuschauer, welche Lehren habt ihr aus dieser dramatischen Geschichte gezogen? Wir freuen uns über eure Meinung in den Kommentaren unten. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, teilt sie mit Freunden und abonniert sie. Vergesst nicht, Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten verpasst. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesegnet.